Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich heiße euch herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Video auf diesem Kanal hier im Jahre 2020. Ja, ich hatte sonst zum Schluss, achso, bevor ich erstmal dazu komme, im Hintergrund seht ihr jetzt noch gerade einen Raid aus unserer Main-Gilde, den wir noch ich glaube, kurz nach den Feiertagen noch irgendwie gemacht hatten. Den wollte ich euch noch zeigen. Dann das ist nämlich der 99. Raid. Ne? Und das ist schon ziemlich, ja, schon ziemlich krass, dass wir da jetzt schon bald die 100 denn voll haben. Und ja, den lasse ich mal so ein bisschen im Hintergrund laufen. Ne? Den letzten Raid habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und immer wenn wir mal einen besiegen sollten, dann zeige ich den euch auch, weil es ja ziemlich schwierig ist jetzt momentan da voranzukommen. Mir wurde auch geschrieben, tatsächlich in den Kommentaren, unter anderem auch von Viper, dass jetzt die Top-Gilden jetzt nicht weiter als bei 108 sind oder so. 108, 109. Also es ist wohl noch keiner bei 110. Ne? Selbst die besten Gilden der ganzen Welt sind noch nicht bei 110 momentan angelangt. Und es gibt 150 Raids und dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das Ganze sich noch hinziehen soll, zumal ich sowieso die Raid-Funktion jetzt nachher sowieso ein bisschen hinterfragt habe, weil man ja pro Raid 2 Millionen Erfahrung bekommt und ja, das nachher für den 100. Raid, da muss man schon eine Gilde haben mit einem Durchschnittslevel, was schon relativ utopisch ist und deswegen habe ich, ja, ist der Reward für die High-Level-Spieler sowieso nicht so krass, weil ihr habt ja sowieso, wenn ihr beim 100. Raid seid, habt ihr wahrscheinlich sowieso nur High-Level-Spieler in dem Bereich, in der Gilde drin und dann bringt euch so ein niedriger Reward von 2 Millionen Erfahrung oder so auch nicht so viel. Deswegen fand ich das so ein bisschen, ja, dass man, ja, es kam so rüber, ja, dann hat die Gilde wieder ein bisschen was zu tun, oder der hat den legendären Schild, sehe ich gerade da, GZ an der Stelle. Ja, dann haben die Gilden wieder ein bisschen was zu tun und ja, das war es dann erstmal soweit. Ne? Mehr kam mit das Update, als ja, die letzten Raids so hinzugefügt worden sind, so kam mir das so vor. Ne? So ein bisschen, ja, Zeit schinden vielleicht oder so. Mal gucken, was dann noch in der Zukunft kommt, was nächstes Jahr auf uns noch so erwarten wird hier in Shakes and Fidget. Und ja, die Leute, die meinen Kanal schon ein bisschen verfolgen, die wissen, dass ich meistens, nicht immer, aber relativ häufig zum Jahresende immer noch mal so ein kleines Revue-Video, so ein kleines Resümee gezogen habe zum letzten Jahr und das dann halt nicht hier in Shakes and Fidget, sondern halt als ja, so eine kleine Art Vlog mäßig habe ich das dann gestaltet und bin dann so ein bisschen, keine Ahnung, durch den Wald gewandert und so und habe mir Gedanken gemacht und was alles so passiert ist die letzten Tage, Monate, ne? Da muss ich aber sagen, da bin ich momentan nicht wirklich zu in der Motivation, sag ich mal, das zu machen und das wäre dann irgendwie so ein bisschen geheuchelt, würde ich mal sagen. Also ich fühle mich momentan nicht so, dass ich jetzt gerade, ja, also jetzt momentan gerade so in Vlog-Form bin und jetzt so meine Gedanken äußere. Das kann sich jeden Tag ändern, ja, das sei mal da so zu gesagt, aber jetzt gerade in dem Moment bin ich da jetzt momentan eher, ja, sag ich mal, nicht so in der Stimmung dazu, irgendwie Vlogs großartig zu machen oder halt einen Abschluss-Vlog zum Jahresende. Kann sein, dass ich das vielleicht noch nachholen werde, das möchte ich nicht abstreiten. Ja, dann könnte es sein, dass es vielleicht im Neujahr noch so ein kleines Resümee zum letzten Jahr gibt. Und ja, ich denke mal, das sollte auch machbar sein, weil einmal im Jahr möchte ich schon mal so ein kleines, ja, euch zu einem kleinen Spaziergang mitnehmen, so ein bisschen auf die Reise nehmen und ein bisschen so meine Gedanken äußern, wie ich es ja sowieso schon immer mache in den Videos. Nur sind meine Gedanken meistens immer in den Videos halt Shakes and Fidget bezogen und nicht auf mein aktuelles Leben. Und ja, deswegen, da sollte man mal ab und zu mal aus der Reihe vielleicht auch mal so ein kleines Video machen. Aber wie gesagt, das kommt vielleicht noch im Nachhinein. Auf jeden Fall wollte ich euch trotzdem, auch wenn ich mir diese Worte eigentlich auch so ein bisschen aufgehoben habe für diesen Vlog, wollte ich euch trotzdem, weil es auch das letzte Video ist in diesem Jahr, nochmal recht herzlich danken für das, was auch passiert ist dieses Jahr. Das war ziemlich krass gewesen und war, glaube ich, jetzt so, ja, auch wenn man jetzt selbst nicht so gerne über
Zahlen und sowas jetzt so reden möchte. Aber es war schon eins der Jahre, was so YouTube-mäßig für mich ganz oben mit dabei war. Kam natürlich auch daher, weil ich ja auch jetzt fast jeden Tag dieses Jahr ein Video hochgeladen habe. Dadurch sind natürlich dann auch dementsprechend die Aufrufe, die Aufmerksamkeit auf die Videos wurde dadurch dann noch höher als die Jahre davor, wo es auch schon ziemlich krass war im Vergleich zu den letzten Jahren. Ihr müsst wissen, ich vergleiche die letzten Jahre immer mit den letzten knapp 10 Jahren, die ich auf YouTube bin, und zu jedem Special oder so sage ich das auch immer, dass ich, und das wissen halt viele auch nicht, dass ich schon seit 2011 halt, wie gesagt, auf YouTube unterwegs bin, hier meinen Platz so mehr oder weniger gefunden habe und wie gesagt, seit 2011 mehr oder weniger regelmäßig Videos mache, aber immer, also es gab mal keinen Monat, wo ich mal kein Video gemacht habe, und ich glaube, es gab auch keine Woche, wo ich mal kein Video gemacht habe, seitdem ich seit 2011 auf YouTube unterwegs bin. Und deswegen schätze ich wirklich die Zeit mit euch sehr, die jetzt angebrochen ist. Die letzten 2, 3, 4 Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo ich angefangen habe mit Shakes and Fidget, und da dann auch tatsächlich nach so langer Zeit, die seit 7, 8 Jahren so ungefähr, das erste Mal dann wirklich auch Leute aufmerksam wurden auf mich, und dafür wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal danken, weil ich das halt nach wie vor nicht als selbstverständlich empfinde, dass das so ist, wie es ist, weil ich es halt anders auch kenne und ich es anders eigentlich auch gar nicht gewohnt bin irgendwie. Und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall so krass irgendwie, dass ihr dann ja jetzt schon seit wann mache ich das mit Shakes and Fidget jetzt hier regelmäßig? Also mir wurde letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, seit vor 6 Jahren oder so habe ich das erste SF-Video hochgeladen, aber aktiv Shakes and Fidget mache ich ja noch gar nicht so lange. Das ist ja erst, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ging das los? Also auf jeden Fall seitdem die Unterwelt draußen ist, seitdem ich Stufe 400 erreicht habe. Das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ist das jetzt 3 Jahre her oder so? 3 oder 4 Jahre? Ja, zwischen 3 und 4 Jahren. Lass uns da auf jeden Fall drauf einigen. Ist das so ungefähr her? Und wie gesagt, da ging es dann halt, wie gesagt, so langsam los, und deswegen freut mich das so, dass auch schon so viele Leute auch schon jetzt seit knapp 3, 4 Jahren jetzt auch schon mit dabei sind. Das ist unglaublich für mich auf jeden Fall, und deswegen, mein tiefsten Dank auf jeden Fall geht raus an euch dafür, dass ihr da immer noch so krass am Start seid. Ich merke gerade, so ein Raid-Video macht sich eigentlich ganz gut zum Erzählen nebenbei, und das passt eigentlich auch ganz gut, weil zum Ende des Jahres bin ich eigentlich normalerweise immer in Laberstimmung, ihr merkt es ja auch jetzt gerade, und wir wollten noch dieses Jahr so viel schaffen, haben es aber auch nicht erreicht. Wir wollten auch noch zum Beispiel einen Stammtisch aufnehmen, das haben wir nicht geschafft. Die damalige Verbundenheit, sag ich mal, von den SF-YouTubern ist so ein bisschen, sag ich mal, verloren gegangen, was ich aber wirklich niemandem vorwerfe. Das hat triftige Gründe, natürlich auch alles, ne? Jeder geht seinen eigenen Weg, so ist das nun mal im Leben. Und sich da so zu organisieren, dass man wieder zusammen was machen kann, fällt natürlich auch in der heutigen Zeit natürlich auch schwer. Was, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm ist, was ich auch niemandem vorwerfe, weil, wie gesagt, ich gehe meinen Weg hier mit Shakes and Fidget auf YouTube. Dann, wie gesagt, die anderen, die ihr euch jetzt denken könnt, die ich damit meine, sind zum Beispiel der Terra, der geht seinen eigenen Weg auf Twitch, indem er da seine Games gefunden hat, die er gerne zocken will. Der Hunrizzle ist Vater geworden, das ist unglaublich schön. Ist mal was Schönes, was dieses Jahr auch mal passiert ist, ne? Und natürlich ist es da auch logisch, dass er dementsprechend auch nicht mehr wirklich so die Zeit hat, um Videos zu machen. Natürlich geht er da auch seinen eigenen Weg, und das sei ihm auch gegönnt vom Herzen, ja. Und alle anderen, die in der Szene auch mit tätig sind, zum Beispiel der Golden Pain, ja, der Lieutenant, wer noch dieses Jahr Videos gemacht hat, zum Beispiel auch der Gorgos, ja, der auch ab und zu mal hier und da am Start war. Jetzt ist es halt eben nicht mehr so, aber wie gesagt, es hat alles seine Gründe, und es hat eben alles seine Zeit, und
für die Zeit sollte man halt auch wirklich sehr dankbar sein und die auch schätzen, weil man nicht weiß, wann sie wiederkommt, ob sie wiederkommt. Und ja, deswegen genießt auf jeden Fall euren Tag, ne? Genießt auf jeden Fall euer Leben, so gut es geht. Seid dankbar dafür. Vor allen Dingen in der Zeit seid dankbar dafür, dass ihr gesund seid, dass ihr ja, jeden Tag noch auf dieser Erde hier verweilen könnt. Und das ist auch, denke ich mal, ein einigermaßen gutes Schlusswort. Genießt euer Leben, ja, lasst euch von niemandem irgendwas anderes sagen, lasst euch nicht runterziehen von irgendwelchen anderen Meinungen, die sowieso unwichtig sind, ne? Im Prinzip kommt es nur darauf an, was ihr über euch denkt und wie ihr über euch urteilt. Und deswegen ja, ist das auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Message zum Schluss dieses Videos. Wie gesagt, vielleicht mache ich nochmal so ein bisschen deeperen Talk nochmal, falls das jetzt nicht schon deep genug war für den einen oder anderen. Ja, nochmal zum Neujahr oder später vielleicht, aber ja, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Wir schließen dieses Video und dieses Jahr ab mit dem letzten Raid, den ich euch jetzt hier gezeigt habe. Und ich hoffe, ihr seid mir auch im nächsten Jahr noch weiterhin treu, so wie es jetzt die letzten Jahre, Monate, egal wann, Tage, Wochen schon gewesen seid. Und da sollt ihr auf jeden Fall wissen, dass ich das nicht als selbstverständlich erachte und euch wirklich sehr dankbar bin davon, von Herzen. Ja. Und ja, das war's mit dem Jahre 2020, das letzte Video auf diesem Kanal für dieses Jahr. Und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr wieder, hoffentlich mit einem etwas positiveren Jahr, was die äußeren Umstände angeht. Aber dafür bin ich auch zum Teil da, um euch von diesen schlechten Umständen, die da draußen so in der Welt umhergeistern, vielleicht so ein paar Minuten vielleicht auch abzulenken. Gut, das war's soweit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.